Hallo! Heute mache ich den Make-up Confidential Tag und zwar mit Daisy zusammen. Die ist wieder mit dabei. Und der Tag ist ursprünglich von dem Fashion Confidential, Closet Confidential Tag entstanden. Den habe ich auch gemacht. Den verlinke ich euch mal in der Infobox. Und der wurde jetzt umgewandelt auf Make-up mit den gleichen Fragen. Und dann beginnen wir gleich mal mit der ersten Frage. Und die ist, was ist dein ältestes Teil, was du noch trägst? Genau. Mein ältestes Teil ist gar nicht mal so alt. Und zwar habe ich mir den Lidschatten von Chanel, den Chanel Illusion d'Ombre, Anfang 2012 gekauft. Und ich glaube, die kam raus Herbst 2011. Und ich habe die Farbe Emerveillé. Das ist der leicht roséfarbene Ton. Und ja, den benutze ich sehr gerne als Inner Corner Highlight, weil ich finde, dass dieser Ton mir am besten steht und der auch irgendwie am natürlichsten aussieht, als wenn ich einen Goldton als Inner Corner Highlight benutze. Und ein bisschen bröselig, aber also er hält noch, wenn man den aufträgt, hält er trotzdem noch den ganzen Tag, was ich super an dem finde. Und ja. Mein ältestes Teil ist noch ein bisschen älter, und zwar dieser Lippenstift von MAC. Das war aus der Disney LE 2010, also ich habe den Oktober 2010 gekauft. Ja, ist schon fast 4 Jahre alt, aber der ist bei mir noch vollkommen in Ordnung, überhaupt nicht, wie sagt man, gekippt oder so. Und den habe ich jetzt heute mal drauf gemacht. Also es ist eine extrem knallige Farbe, so ein pinkiges Korall. Und die Verpackung finde ich auch wirklich super cool. Wer ist da drauf? Malefiz, glaube ich. Ist das? Nee, das ist die Königin von Schneewittchen. Ja. Malefiz hat diese Hörner da, ne? Ja, stimmt. Ah ja. Wie ist sie? Wie auch immer. Die böse Hexe. Evil Queen. Genau. Evil Queen, ich glaube, so heißt die dann einfach. Aber auf Deutsch? Böse Königin? Egal. So, die nächste Frage ist, was ist dein neuestes Teil? Das wäre bei mir der Giorgio Armani Eyes to Kill Mascara. Ja, was gibt's da zu sagen? Hat so eine klassische Bürste, trennt die Wimpern sehr, sehr gut. Extrem gut, muss ich sagen. Und verlängert sie schön, verklumpt nicht. Eine Schicht reicht vollkommen. Und ja, zeigen wir gleich mal im Close-Up und dann habt ihr da einen besseren Eindruck von. Den kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Richtig toll. Bei mir ist es eigentlich schon länger her, dass ich mir mal ein neues Make-up-Produkt gekauft habe. Und das ist jetzt auch über einen Monat her, glaube ich. Und zwar ist das hier der Amazonian Clay Blush in der Farbe Tipsy von Tarte. Und auch den habe ich mir von einer Freundin aus den USA mitbringen lassen. Und da hat sie mich netterweise gefragt, ob ich irgendwas haben möchte. Und da habe ich ihr das genannt. Das ist auch eine super schöne Farbe. So ein schönes Korall. Ähnlich wie der Lippenstift irgendwie. Kommt auch schön auf den Wangen raus. Und ja, super cool. Da freue ich mich auf jeden Fall, dass sie mir das mitgebracht hat. Und ja, schön. Die nächste Frage ist, was ist das teuerste Produkt? Das wäre bei mir dieser Dior Bronzer. Und zwar ist es noch das alte Packaging. Ich weiß gar nicht, ob die neuen dieselbe Formulierung haben, aber auf jeden Fall habe ich für den, glaube ich, 42 € bezahlt. Und das ist mein absoluter Lieblingsbronzer. Und ich bin sowieso so ein Bronzer-Suchti und ja, wenn das mein Ding ist, dann heißt es schon was. Genau. Der sieht auch dementsprechend schon aus. Ja, auch schon kaputt. Fast schon leer. Das hebe ich mir dann für besondere Anlässe auf. Er hat ein mattes Finish, und zwar matt, ohne dass man Schmutzig aussieht? Ja, und nicht abgepudert. Also es sieht richtig natürlich aus, so. Und er ist wasserfest. Das heißt, auch im Sommer hält er den ganzen Tag. Und er riecht toll und die Farbe ist richtig schön und das Packaging. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Nur noch auf eBay oder so. Mal sehen, vielleicht gehe ich da wieder mal auf Jagd. Das ist echt so schön. Ja. Mein teuerstes Teil ist die Luminous Silk Foundation von Giorgio Armani. Die kostet 49 €, wenn ich mich nicht irre. Die ist aber auf jeden Fall ihr Preis wert, weil sie wirklich schön auf der Haut aussieht. Die macht so ein semi-mattes Finish, also nicht super matt, aber auch nicht, also ja, semi-matt passt schon, glaube ich, ganz gut als Beschreibung. Die hat keinen Lichtschutzfaktor, das heißt, es ist gut für Fotos oder Videos, deswegen trage ich die auch immer, wenn ich ein Video drehe. Und ja, die Farben sind schön, also
für mich ganz gut, weil die gelbstichiger sind. Und ja, und weiter geht's mit dem günstigsten Teil. Das wäre bei mir der Maybelline Jade Fit Me Concealer. Ich habe den in der Farbe Nummer 20. Und ja, der ist ganz gut. Mittlere Deckkraft, ein guter Farbton. Wie Ja, hält der? eigentlich schon ganz gut. Und wo benutzt ihr den überall? Für unter die Augen und auf Pickel. Gibt es ein schöneres Wort auf Deutsch? Blemisches klingt immer so schön. Unreinheiten? Ja. Unschöne Stellen. Alles, was Architekt denkt. Genau, und der hält echt ganz gut und ja, für den Preis auf jeden Fall eine Empfehlung. Mein günstigstes Teil ist von Maybelline der Augenbrauenstift, der Expression Eyebrow, ja, der braunen Farbe. Und den benutze ich jeden Tag oder fast jeden Tag als Kajal. Und ja, die nächste Frage ist, was ist dein größtes Schnäppchen? Da habe ich eigentlich keine wirkliche Antwort dazu, außer dass ich diesen Nagellack hier, der ist von YSL, den hatte ich mal am Flughafen im Duty Free gekauft. Da hatte ich dann quasi 4 Euro oder so gespart. Das ist voll süß. Ja, jetzt nicht so der Schnapper, aber trotzdem 4 Euro. 4 Euro. Ja. Und ja, die Farbe ist sehr richtig schön. Ich glaube, das ist von der Spring Collection 2014 und das ist so ein rosa mit lila Einstich. Das sieht richtig schön aus, vor allem mit braunen, mit gebräunten Händen oder so gebräunter Haut. Und ich bin ein großer Fan von den Yves Saint Laurent Nagellacken, weil ich finde, der Pinsel ist am besten. Man kann echt in so 2, 3 Strichen den kompletten Nagel auftragen. Der ist ähnlich wie der wie der Pinsel von Essie. Aber viel besser. Ja, aber noch besser eben. Der fächert sich nämlich noch mehr auf, dass man wirklich nur einen Swipe braucht und dann ist der Nagel. Ja, und der Nagellack hält auch voll lange, ja, ohne dass man überhaupt einen Topcoat benutzen muss, finde ich. Und die Farben sehen genauso aus, also kommen auf den Nägeln genauso raus, wie sie auf der Flasche aussehen. Wir können ewig so weitermachen. Mein größtes Schnäppchen ist schon ein bisschen her, schon über den Verfallsdatum, aber egal. Und zwar ist es der Tinted Moisturizer von Laura Mercier. Den habe ich nämlich vor 2 Jahren in den USA gekauft. Und da hat der dann mit Steuern ungefähr 33,50 Euro gekostet, umgerechnet. Und normalerweise kostet es 48 Euro, also habe ich da gut was gespart. Und den benutze ich eigentlich immer noch ganz gerne, hat sich auch noch gut gehalten, aber ist auch bald leer, also keine Sorge und ja. Und dann kommen wir zur nächsten Frage und die lautet, was war die größte Geldverschwendung? Das wäre bei mir der Dior Edit Lippenstift und zwar aus dem Grund, dass ich den einfach zu selten trage. Ich glaube, ich hatte den nur 2-mal drauf, aber trotzdem ist es ein echt schöner Lippenstift. Ich habe die Farbe Singulier 465 und es ist so ein Fuchsia bis Korallrosa, hat ein Sheer Finish, so ein Glossy Finish. Ich würde jetzt sagen, dass ich den im Sommer vielleicht öfters tragen werde, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der wird trotzdem bei mir versauern. Da ist echt eine süße Farbe. Ja. Die kann ich mir zu deiner Hand Und die Verpackung wieder mal. Ja. Ja, dann steht es halt schön im Regal. Ja, immerhin. Bei mir war die größte Geldverschwendung und ich glaube, irgendjemand hat den auch genannt in dem Tag. Und zwar ist das ein Lidschatten von dieser Illusion d'Ombre Reihe von Chanel in der Farbe Illusoire oder wie auch immer. Das ist jedenfalls diese lilane Farbe. Sieht im Pot auch super, super schön aus. Und ich habe auch manche YouTuber gesehen, die das benutzt haben und es total toll aussah, aber bei mir ist es einfach nur Glitzer. Kommt einfach nur Glitzer aus und mit einem leichten lila Einstich. Aber damit kann ich nicht so viel machen irgendwie. Und wie man sieht, ist es auch noch fast wie neu. Und das war auch nicht ganz billig. Und daher meine größte Geldverschwendung, finde ich auch super, super schade. Aber voll schwierig einfach, gerade wenn man sowieso kein Lidschattenmensch ist und dann so hohen Glitzer drauf braucht. Und wir sind schon fast am Ende und zwar gibt es nur noch einen Punkt und das ist, dass man die 3 aktuellen Favoriten zeigt. Und ja, zeig mal, was sind denn da? Ja, also meine 3 aktuellen Lieblinge sind eigentlich meine All-Time-Favorites. Und zwar ist es zum einen der Laura Mercier Blush in Lush Nectarine. Wie man sieht, wurde er sehr gerne benutzt und den trage ich eigentlich fast jeden Tag. Das ist so ein Peach mit einem subtilen Schimmer und der sieht echt richtig schön aus. Mein aktueller Favorit ist dieser Nagellack von Dior und das ist in der Farbe Gresh oder Greg oder keine Ahnung. Ich schreibe euch die Farbbeschreibung unten in der Infobox, dann könnt ihr mir ja schreiben, wie man das ausspricht. Das ist jedenfalls so ein Nude
Das war leider aus so einer Limited Edition, die Nude Collection oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Die Farbe finde ich jedenfalls richtig super, also es ist echt das perfekte Nude für meinen Hautton, finde ich. Und das passt wirklich dann zu überall, oder zu allem. Und besonders finde ich zu so rosé-goldenen Schmuck sieht das gut aus. Aber ich muss sagen, dass die Dior-Nagellacke echt nicht gut sind. Also ich finde, der splittert super schnell ab. Der Auftrag ist gar nicht gut mit dem Pinsel, aber die Farbe ist halt eben so super. Aber deswegen werde ich mir, glaube ich, das nächste Mal trotz einer schönen Farbe nicht wieder einen Dior-Nagellack kaufen. Aber bis der alle ist, ist das trotzdem noch ein Favorit von mir. Der zweite Favorit wäre bei mir der Clarins Instant Light Natural Lip Perfector in der Farbe Nummer 3. Ja, in der Farbe Nummer 3. Das ist der Beige-Ton in der Reihe. Ich habe auch die anderen Farben. Und zwar ist es so ein natürlich aussehender Lipgloss, der die Lippen, wie soll ich sagen, der die Lippen perfektioniert, also die Fältchen verschwinden lässt und den kann man auch trotzdem gut tragen, auch wenn man ein bisschen trockene Stellen hat und so. Und die Lippen sehen größer aus. Ja, voller. Und es riecht nach Creme Brûlée, oder? Nach Creme Brûlée, oder? Nach Gebäck irgendwie so und lecker. Karamell. Und ja, allein wegen dem Geruch finde ich den schon super. Mein nächster Favorit ist auch ein Produkt, was ich fast die ganze Zeit benutze, und zwar die Foundation, die ich euch schon gezeigt habe, die von Giorgio Armani, die Luminescent Foundation. Ich habe übrigens die Farbe Nummer 6. Ja. Und mein dritter Favorit ist der MAC Lippenstift in der Farbe Freckle Tone. Das ist ein Nude mit Pfirsicheinschlag, würde ich jetzt mal so beschreiben. Den habe ich auch drauf. Ja, passt immer, geht immer und finde ich sehr schön. Mein letzter Favorit, den habe ich euch schon in meinen Favoriten gezeigt. Und zwar ist das einer von diesen Kiss and Blush Lippen- und Wangenfarben von Yves Saint Laurent. Das ist jetzt die rote Farbe in der Nummer 6, aber ich finde auch die anderen Farben super. Zum Beispiel welche Farbe war das? Die Nummer 7. Vielleicht die 7, jedenfalls dieser Korallton. Oder 2. Und ja, halten toll auf den Wangen, und diese Farbe ganz besonders ist auch gut für die Lippen geeignet. Ich habe ja im Video gesagt, dass ich die auf den Lippen nicht so gut finde wie auf den Wangen, aber das Rot, finde ich, geht auch super auf den Lippen. Also es hat so ein fast mattes Finish, ist aber trotzdem super angenehm auf den Lippen, und gerade in Kombination, also wenn man es auf den Lippen und auf den Wangen gleichzeitig trägt, irgendwie harmonisiert es irgendwie so schön. Also ja, aktueller Favorit auch. So, das waren alle Fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, und einmal einen Daumen hoch, dass Daisy wieder mit dabei war. Schreibt mir doch, was wir sonst so für Videos zusammen machen sollen oder was ihr von Daisy alleine mal sehen möchtet. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich beende zwar immer mit und, ja, aber egal. Jetzt, der Amazonian Clay 20? Ein paar kleine Details da, die diesen Pulli ein bisschen besonderer machen, und er ist einfach super weich und wie gesagt Pulli-Mensch, also super was für